Hallo und herzlich willkommen zu einem digitalen Quick-Tipp. Mein Name ist Arno Burger und heute zeige ich euch, wie ihr in Microsoft Teams aus einem Chat oder einem Beitrag direkt mit ein paar Klicks eine Aufgabe im Planner oder in Outlook erstellen könnt. Ich bin hier gerade in Teams, ich lese einen Beitrag, es wird jemand gesucht, der für einen gemeinsamen Event die Organisation übernimmt und ich antworte darauf, dass ich das gerne mache, frage, wer hat noch Lust, schicke das weg. Und jetzt möchte ich für mich eine Information hinterlegen, dass ich auch noch weiß, dass ich das übernommen habe und dass ich das auf dem Schirm habe. Und da mache ich mir eine Aufgabe. Und da könnt ihr jetzt natürlich in Outlook oder in Planner gehen und die Aufgabe dort anlegen. Und dann ist aber wieder die Frage, wie schaffe ich die Verbindung hier zu diesem Beitrag? Und da ist die einfachste Möglichkeit, ich gehe hier auf das 3-Punkte-Menü, weitere Optionen, wähle weitere Aktionen und den Befehl Aufgabe erstellen. Und dann bekomme ich ein Dialogfenster und hier kann ich jetzt auswählen, ob ich das in den Outlook Aufgaben erstellen will. Das wäre Tasks. Ihr seht, das heißt hier Aufgaben und hier heißt es Tasks, aber das ist dasselbe. Oder ob ich eben in meinem Team im Planner in einem Plan diese Aufgabe anlegen will. Ich möchte die jetzt bei mir in meinen eigenen Aufgaben in Outlook anlegen. Vielleicht lege ich noch ein Fälligkeitsdatum fest. Ich nehme mal den Freitag. Und hier bei der Priorität kann ich wichtig und mittel einstellen. Normalerweise gibt es da mehr Einstellungen. Ich gehe mal davon aus, da kommt noch was dazu. Dann wird der Text hier rein übernommen und auch der Link. Und wenn ich dann auf Aufgabe hinzufügen klicke, wird die Aufgabe erstellt und ich wechsle mal in Outlook, dass wir das dort auch sehen können. Und hier ist jetzt dieser Kick-Off-Teil Projekt Schulung als Aufgabe angelegt mit den entsprechenden Texten und mit einem Link auf Teams. Wenn ich den anklicke, dann lande ich direkt in Teams. Ich sehe in den Beiträgen hier hervorgehoben den Beitrag, um den es geht. Und diese Hervorhebung, die verschwindet dann auch wieder. Fragen zu diesem Tipp schreibt ihr bitte wie immer unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Anwenden und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.